Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute gibt es mal keine Torte, sondern einen leckeren, super saftigen, tollen Gugelhupf und zwar mit Nuss und Zimt. Also wirklich was ganz, ganz Besonderes. Er hat so eine feine Marmorierung und schmeckt mega, mega fluffig und lecker und saftig und ist einfach was für jeden Sonntag oder für einen Geburtstagskuchen. Bevor wir uns aber jetzt ans Backen machen und den Ofen vorheizen auf 175 Grad Umluft, möchte ich noch alle Neuen ganz, ganz herzlich hier auf dem Kanal begrüßen. Ich freue mich sehr, dass wir eine so große Community inzwischen geworden sind. Alles Tortenverrückte. Und wer den Kanal noch nicht abonniert hat, der darf das gerne hier tun. Einfach auch die kleine Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochlade. Jeden Sonntag, außer wenn Ferien sind, gibt es eine neue Torte oder einen neuen Kuchen, immer um 10 Uhr. Wir starten mit unserem leckeren Gugelhupf. So, im Hintergrund heize ich schon meinen Backofen auf 175 Grad Umluft vor. Und ich habe mir auch schon meine Gugelhupfform gefettet, mit etwas Butter ausgestrichen und ausgemehlt. Und ganz wichtig, vergesst auch nicht hier innen den Steg einzumehlen, sonst bleibt euch womöglich der Teig hier an dem Mittelsteg kleben. Die Form hat 22 cm Durchmesser. Und als erstes gebe ich mir meine weiche Butter in eine schöne Rührschüssel. Die sollte wirklich richtig schön zimmerwarm sein, dass man sie so ganz einfach zerdrücken kann. Also richtig schön vorher draußen in der Küche stehen lassen, sodass sie schön geschmeidig wird. Dazu kommt 200 Gramm Rohrzucker und ein Esslöffel Vanillezucker. Den mache ich mir ja gerne immer selbst. Ihr könnt natürlich auch ein Tütchen gekauften verwenden. Das schlagen wir jetzt miteinander richtig schön cremig. Und wenn eure Butter wie bei mir noch nicht weich genug war und das so ein bisschen schwierig geht, dann könnt ihr sie auch noch mal so 10 bis 15 bis 20 Sekunden in die Mikrowelle einfach stellen mit dem Zucker zusammen. Ist gar kein Problem. Und weiter verrühren, dann geht es etwas einfacher. Und gerne wirklich so 5 bis 10 Minuten verrühren, dass wirklich der Zucker sich auch auflöst und sich schön verbindet und dass die Butter so schön weißcremig wird. Kann man natürlich am besten in der Küchenmaschine machen, aber ich zeige es hier immer lieber, dann kann es auch jeder durchführen. Ab und zu gerne mal runterkratzen natürlich, dass wirklich alles mit schön verrührt wird oder auch gerne eine hohe Rührschüssel verwenden. Und bei einem Rührteig ist es immer so, die meisten denken, man muss das Mehl so arg lang reinrühren. Das ist genau verkehrt. Wichtig ist, Butter und Zucker wunderbar miteinander aufschlagen, wirklich 5 bis 10 Minuten und dann die Eier auch noch mal so lang möglichst, richtig lang mit aufschlagen, dass sich der Zucker einfach schön löst und dann das Mehl nur kurz unterheben. Das ist der Trick. Dann werden eure Rührkuchen wunderschön fluffig und luftig. Wunderbar, ich habe 5 Minuten gerührt. Jetzt werde ich die Eier einzeln hinzugeben. Wir brauchen 4 große Eier. Und auch die Eier jetzt einzeln wirklich schön verrühren, bestimmt so 1 bis 2 Minuten, dass wirklich der Zucker sich jetzt auch schön auflöst und dass sich das Ganze schön miteinander verbindet. Auch immer wieder runterkratzen, nicht vergessen. Und das letzte Ei. So wunderschön verbunden sollte eine gelungene Rührteigmasse aussehen. Jedes Ei habe ich jetzt so etwa 1 bis 2 Minuten untergerührt. Und jetzt werden wir uns ans Mehl machen und das einfach nur noch unterheben. Und zwar kurz. 350 Gramm Mehl, 2 gehäufte Teelöffel Backpulver kommen hinzu und natürlich eine Prise Salz. Schön miteinander vermischen, dass sich das Backpulver gut in dem Mehl verteilt. Und jetzt werde ich das mir so angemischte Mehl hier über meine Masse sieben. Am besten so in 2 Portionen und werde das abwechselnd mit der sauren Sahne oder Crème fraîche noch mit unterheben. Das kann man einfach gerade mit dem Spatel machen oder mit dem Rührgerät auf niedriger Stufe, das geht natürlich auch.
Ein Teil der sauren Sahne oder Creme Fraiche. Ich habe jetzt hier Creme Fraiche, weil ich keine saure Sahne bekommen habe. Die ist natürlich etwas fettreicher. Die auch noch mit unterheben. Und den zweiten Teil des Mehls. Wieder schön drüber sieben, dass wir einfach keine Klümpchen im Teig haben. Und es wird dann auch noch luftiger. Und wirklich nur kurz unterheben, damit einfach euer Kuchen so fluffig wie möglich wird. Wie gesagt, wer das Mehl zu lange unterhebt, der riskiert, dass der Kuchen fest wird und nicht schön fluffig bleibt. So, den letzten Rest unserer leckeren sauren Sahne oder Creme Fraiche drunter heben und dann ist unsere wunderbare Teigmasse schon fertig. Natürlich das Mehl auf jeden Fall gut verrühren, aber nicht zu lang. So reicht es. Es fällt reißend vom Löffel und dann ist der Teig auch fertig und richtig. Jetzt kommen etwa 2/3 unserer Teigmasse hier schon mal in die Gugelhupfform. Das können wir jetzt etwas glatt streichen. Wunderbar, gerade beiseite. Und jetzt vermischen wir uns noch, und das ist das Besondere an diesem wunderbaren Kuchen, die gemahlenen Nüsse, und zwar 125 Gramm. Haselnüsse nehme ich hier, mit 75 Gramm Rohrzucker und einem Teelöffel Zimt. Oh mein Gott, das wird so lecker sein. Miteinander vermischen. Wer mag, kann natürlich auch noch etwas mehr Zimt nehmen. Und jetzt brauchen wir wieder unsere Form und wir geben diese schöne Mischung jetzt hier auf die Mitte unseres Gugelhupfes. Einfach eine Schicht und wieder schön verteilen. Und jetzt kommt der Rest, das restliche Drittel des Teiges hier oben auf. Es ist im Grunde so ähnlich wie bei einem Marmorkuchen. Und übrigens, wenn ihr keine Gugelhupfform habt, dann könnt ihr dieses Rezept auch in einer Kastenform oder in einer Springform mit Loch natürlich zubereiten. Das würde dann auch so ähnlich werden. Und auch dieses restliche Drittel jetzt wunderbar verstreichen auf unserer Nuss-Zimt-Zuckermasse. Und jetzt funktioniert es weiter wie bei einem Marmorkuchen. Wir gehen einfach mit einer Gabel so ein bisschen hier durch und vermischen das Ganze miteinander. Einfach so in Wellen. Mehr oder weniger, das müsst ihr entscheiden, wie ihr das haben wollt. Und dann alles wieder glatt streichen. Und so darf nun unser leckerer Gugelhupf auf der zweiten Schiene von unten ungefähr 1 Stunde backen. Falls er zu stark bräunen sollte, einfach mit einem Backpapier abdecken oder mit einer Alufolie. Und natürlich nach dem Backen die Stäbchenprobe nicht vergessen. Und so sieht der Kuchen nach 55 Minuten bei mir im Backofen aus. Ich habe die Temperatur etwas runtergestellt zwischendurch, weil er so dunkel wurde. Stäbchenprobe nicht vergessen. Da braucht man schon richtig ein langes Stäbchen. Ist in Ordnung, es bleibt nichts hängen. Der Kuchen ist fertig und jetzt mache ich das bei so einem Gugelhupf immer so, dass ich ihn wirklich richtig lang stehen lasse, bis er schön auf Zimmertemperatur abgekühlt ist und ihn dann erst stürze. Dann geht er einfach viel besser raus. Lasst ihn sich erstmal setzen und dann geht das viel besser. So, nachdem der Kuchen schön abgekühlt ist, einfach auf die Platte dann direkt stürzen oder gerne auch nochmal auf ein Auskühlgitter. Und da ist unser wunderschöner Gugelhupf. Ich finde, er ist richtig gut geworden. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Und hier kommt jetzt einfach nur noch Puderzucker drauf. Ihr könnt natürlich auch einen Nussguss machen, das würde auch gut passen. Nusszimt von mir aus gerne, aber ich werde ihn jetzt nur noch mit Puderzucker bestäuben und ihn dann für euch probieren.
fertig ist unser Gugelhupf und wir können ihn genießen. Und da kommt unser leckerer Gugelhupf. Super saftig und luftig. Fantastisch. Ich habe mir eine Tasse Kaffee gekocht und freue mich jetzt aufs Probieren. Er duftet richtig lecker und sieht schön fluffig aus. Das war der super saftige, mega leckere Gugelhupf mit Nuss-Zimt-Swirl, also etwas ganz Raffiniertes. Wenn ihr den Kuchen einmal ausprobiert, dann schickt mir gerne eure Fotos auf Facebook oder Instagram. Die Links dazu findet ihr hier unten unter dem Titel in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch den Link zum Rezept, zum Ausdrucken. Auf meinem Blog sugarprincess.de findet ihr noch weit über 1000 Rezepte. Da könnt ihr wirklich mal stöbern gehen. Ich freue mich auch, wenn ihr auf Facebook und Instagram abonniert. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Viel Erfolg und viel Spaß beim Backen. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss!